Ja, einen schönen Nachmittag wünsche ich allen jetzt Anwesenden hier bei diesem Webinar der Firma Saremco. Ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen, besonders auch die Leute vom Wettbewerb, die sich doch recht zahlreich hier bei uns angemeldet haben. Ich möchte Ihnen heute ein bisschen was erzählen über die permanente Krone aus dem 3D-Drucker. Das bedeutet, dass wir unser Material CrownTech ein wenig vorstellen wollen und ein wenig Informationen dazu geben wollen, wie Sie mit dem Material arbeiten können. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Christoph Evers. Ich bin seit etwa gut 10 Jahren bei der Saremco Dental AG beschäftigt und kümmere mich da in erster Linie um den Bereich F&E und QM und bin mehr oder weniger auch derjenige, der hier die ganzen 3D-Harze hergestellt hat, beziehungsweise entwickelt hat und auch, wie soll ich sagen, verfeinert hat. In dem Vortrag heute soll es vor allen Dingen erstmal so ein bisschen über die Vergangenheit gehen. Das heißt also, ich werde ein wenig erzählen, wie die Entwicklung der 3D-Harze war. Ich erzähle ein wenig über die Firma Saremco, was wir machen, wie wir sozusagen ticken und was wir so vorhaben. Und speziell im Bereich der Zukunft, damit quasi noch so einen Einblick, was demnächst dann passieren wird. Fangen wir mal mit der Vergangenheit an. Die Stereolithografie gibt es eigentlich schon seit den 60er Jahren. Die Firmen 3D Systems und auch vor allen Dingen die Firma US waren quasi führend, haben quasi in den 80er Jahren erste Systeme entwickelt. Man kann sagen, dass diese ganzen Produkte oder beziehungsweise Sachen eher für den Prototypen speziell in den hochtechnologisierten Feldern genutzt worden sind. Das heißt, für Formel 1, für solche Sachen, weil die Anwendung als solche war viel zu teuer. Ja. Die Entwicklung ging dann ab 2002 in den Dentalbereich. Dort gab es halt Bohrschablonen, die individuellen Löffel wurden entwickelt, Gussformen und eben auch Modelle bis hin halt zu den provisorischen Kronenbrücken. Das heißt also, ungefähr ab diesem Datum kann man sagen, dass der Bereich 3D-Druck im dentalen Einzug genommen hat, wobei man schon klar sagen muss, dass das immer noch auf bis dato auch immer noch auf sehr wackeligen Füßen steht. Zur Saremco Dental AG kann man sagen, wir sind ein Unternehmen, was seit über 30 Jahren jetzt existiert. Eigentlich ein recht junges Unternehmen noch. Wir haben uns quasi auf die Fahnen geschrieben, dass wir kein MeToo-Unternehmen sein wollen. Das heißt also, unsere Produkte haben in irgendeiner Form ein Alleinstellungsmerkmal und wir gehen davon aus, also wir beschäftigen uns eigentlich nicht damit, irgendwelche Sachen nachzumachen, sondern wir sind immer darauf erpicht, in irgendeiner Form innovativ zu sein. Und sehr häufig halt sind wir Vorreiter in gewissen Techniken. Ich erinnere nur an die Polymerisationsschrumpfungsspannung. Das sind so typische Sachen, die wir als Erste gemacht haben. Und man merkt einfach, dass so in etwa einem Abstand von 5 bis 7 Jahren dann die gesamte Dentalbranche hinterher hinkt und dann so genau diese Sachen danach macht, die wir dann damals vorbereitet haben. Sehr großen Wert legen wir auf den Bereich Biokompatibilität und da ist es so, dass wir eigentlich dafür bekannt sind, dass wir eben Materialien produzieren, die ein besonders allergiearmes Potenzial haben. Das heißt also speziell bei Leuten mit Problemen, zum Beispiel Allergie auf HEMA oder TEC-DMA, ist unser Material mehr oder weniger so ziemlich eins der wenigen, die dann gut funktionieren. Erste Schritte, ja, da möchte ich ein wenig so aus dem Nähkästchen plaudern. Es war einfach so, dass wir ungefähr seit der IDS 2015 uns mit dem Thema beschäftigt haben. Damals hieß es, mach doch mal sowas wie Modellmaterial oder ein Material für irgendwelche Aufgeschienen. Aber da wir ja eben keine, wie soll man sagen, MeToo-Leute sind, war das für uns eigentlich uninteressant. Wobei allerdings die Idee, aus einem 3D-Drucker eine permanente Restauration herauszuholen, schon für uns sehr interessant war. Und eigentlich sind wir damals an das Projekt rangegangen, dass wir eine komplette Prothese, eine Vollprothese aus so einem 3D-Drucker in einem Schritt herausholen wollen. Wir haben innerhalb der letzten 5 Jahre also sehr viel erlebt, was das anbelangt. Sind teilweise bitter enttäuscht worden,
Teilweise hatten wir aber aufgrund der Entwicklung auch extrem große Erfolge und können wohl mit Fug und Recht sagen, dass wir so die Ersten waren, die den Bereich der permanenten Materialien quasi geöffnet haben. Zu den 3D-Druckern ist zu sagen, ne, die Anzahl, die es da momentan auf dem Markt gibt, ist fast nicht mehr zu überschauen. Es ist auch ein Unterschied zwischen Europa und den USA, welche Modelle da en vogue sind. Man muss sagen, dass also sehr viele Leute halt eben darauf erpicht sind, möglichst schnell zu drucken, möglichst viel zu drucken und auch mit einer extremen Präzision zu drucken. Natürlich kann man nicht immer alles haben und dann ist sozusagen ein weiterer Schritt, eben, dass dann Komplettsysteme angeboten werden. Das heißt also, ich kann nicht nur den Drucker haben, sondern ich kriege auch noch den Scanner mit dabei und eine Nachbelichtung und eine Waschvorrichtung. Und ein typisches Beispiel habe ich hier mal gezeigt. Da sieht man halt, ich scanne das Material ein oder besser, ich scanne die Situation ab. Die Präparation erfolgt dann am PC. Das Ganze wird dann gedruckt, gewaschen und gereinigt. Ob sich diese Dinge wirklich so in der Form durchsetzen werden, wage ich mal zu bezweifeln, weil wie soll ich sagen, Zahntechniker ist auch immer ein kleiner Künstler und möchte eigentlich sich sozusagen eine gewisse Freiheit behalten. Und ein komplett geschlossenes System kann ich mir nicht vorstellen, dass sich das komplett durchsetzen wird. Zumindest nicht weltweit. Wichtig dabei zu wissen ist noch, dass der Drucker eben kein Medizinprodukt ist. Das bedeutet, dass wer weniger nur hingehen kann und man muss letztendlich nur eine, wie soll ich sagen, eine Sicherheitsrichtlinie erfüllen und kann dann schon einen Drucker auf den Markt bringen. Möglicherweise ändert sich das demnächst und das hat dann schon noch einen schwerwiegenden Einfluss auf den ganzen gesamten Markt. Der Preis ist natürlich auch immer ein entscheidender Punkt. Es gibt Drucker, die kosten gerade mal 400 €. Oder man kann eben auch Drucker kriegen, die ganz am anderen Ende der Preisskala sind. Das ist auch die Frage, wer sich dann durchsetzt. Dann gibt es auch das Problem der Wellenlänge. Ne? Bin ich eher einer, der auf 405 Nanometer setzt oder auf 385. Auch das ist mehr oder weniger so eine Art Glaubensfrage, während in den USA eigentlich die 405er deutlich bevorzugt werden, ist man in Europa eigentlich mehr auf den 385er unterwegs. Für uns als Hersteller ist es mehr oder weniger egal. Wir kommen etwas besser mit den 385ern zurecht. Allerdings ist es für uns auch kein Problem, Materialien auf einen 405er einzustellen. Dann ein weiterer Punkt, die Temperaturkontrolle. Das ist ein sehr wichtiges Feature bei diesen 3D-Druckern, da aufgrund der Polymerisation auch immer Wärme entsteht. Das ist ein exothermer Prozess. Es ist so, dass es also doch von Vorteil ist, wenn ich ein Gerät habe, was eine gewisse Temperaturkontrolle hat. Man sieht das eben auch an den Druckergebnissen, speziell in dem Bereich, wenn man hingeht zu permanenten Systemen oder permanenten Restaurationen, die man drucken möchte, dann sollte man schon eine Temperaturkontrolle haben, weil nur dann ist gewährleistet, dass die Polymerisation eben unter genau immer den gleichen Bedingungen stattfindet. Weil es ist einfach ein Unterschied, wenn ich, sagen wir mal, morgens bei 20 Grad starte und der Druck geht dann meinetwegen bei einer Prothesenbasis, die ich hochkant hinstelle, dann sind das durchaus 5 Zentimeter, die ich nach oben hin bauen muss. Ne? Dann habe ich durchaus nachher also Temperaturen von, sagen wir mal, 27, 28 Grad im Bad. Und das sind dann ganz andere Verhältnisse als bei 20 Grad. Zu den 3D-Druckmaterialien ist auch da die Auswahl mittlerweile wirklich extrem. Das heißt also, Sie kriegen mehr oder weniger, können für alle Sachen von einem Material bekommen. Für uns, wie gesagt, ist es eher so, dass der Schnitt oder der Punkt, an dem der 3D-Druck wirklich interessant wurde, eigentlich der Punkt, an dem halt definitive Versorgungen angeboten worden sind. Die Zeit vorher mit einem Modell, sagen wir mal, irgendwelchen Schienenmaterialien, abgesehen von den Aligner-Sachen, auch die provisorischen Kronen und Brücken, wenn man nur auf diese Karte gesetzt hatte, da musste man sich wirklich das schon schön rechnen, dass sich ein 3D-Drucker dann auch wirtschaftlich einsetzen ließ. Bei Definitivversorgung sieht das nun anders aus. Also wenn ich Indes, Ondes, Veneers, Kronen und solche Sachen halt eben aus dem 3D-Drucker raus sagen, dann ist es durchaus schon so, dass man sagen kann, okay, das rechnet sich. Hier kommt dann ja auch quasi die Bezahlung durch die Krankenkasse Kunden, dann geht es in einen wirtschaftlich vernünftigen Weg.
Ja, Saremco ist angefangen mit dem Gebiet 3D-Harz, das hatte ich ja schon gesagt, so in dem Bereich so 2015. Und das Überraschende war, die ersten Sachen, die wir gemacht haben, die hatten schon eine enorm gute Physik. Und über die Zusammenarbeit mit der Universität in Zürich war es uns möglich, quasi zu beweisen, dass wir in der Lage sind, ein Material herzustellen, was eben die Anforderungen an eine definitive Krone im Seitenzahnbereich erfüllt. Und sowas passiert für gewöhnlich durch einen Kausimulator. Das bedeutet, dass die Materialien dann wirklich getriezt werden. Das heißt, 1,2 Millionen Mal wird auf diesen Materialien herumgekaut in verschiedenen Schichtstärken, um zu gucken, wie weit gibt es da eine Abhängigkeit. Und erst wenn diese 1,2 Millionen Zyklen erledigt sind, man muss auch nur sagen, dass dazu gleichzeitig ein Thermocycler läuft. Das heißt, das Material wird mal in 5 Grad kaltes Wasser und in 55 Grad warmes Wasser abwechselnd getaucht, denn das ist schon ein ziemlicher Stresstest für so ein Material. Danach wird das Material dann wirklich endgültig zerstört und man misst mehr oder weniger die Kraft, die für diese Zerstörung nötig ist. Und diese Kraft muss also deutlich höher sein als die maximale Kaukraft eines Erwachsenen. Und das heißt, das sind wir irgendwo so zwischen 500 und 600 Newton. Und das ist dann schon eine ganze Menge, die dieses Material aushalten muss. Wie auch immer, unser Material hat eben das geschafft. Und der nächste Schritt war einfach, dass man eben gesagt hat, wir möchten eine definitive dreigliedrige Brücke herstellen aus so einem 3D-Harz. Und auch da war es so, dass wir wieder mit der Uni Zürich zusammengearbeitet haben. Und das war schon dann nicht mehr ganz, wie soll ich sagen, so trivial. Das war ein ziemlicher Akt, bis wir das dann geschafft haben. Aber letztendlich gibt es jetzt diese Publikation über eine definitive dreigliedrige Brücke. Und ja, unser Kampfname damals hieß das Material Even Stronger. Und es war auch tatsächlich Even Stronger. Das heißt also, das können Sie in der Publikation gerne nachlesen. Das hat dann eben durchaus die Werte erreicht, die auch normale Keramikmaterialien da erreichen. Angeboten werden unsere Materialien bisher immer in einer 500 Milliliter Flasche. Das hat sich bewährt, weil gerade für diese Sachen, die eigentlich doch eher im hochpreisigen Segment liegen, wird dadurch eben der Einstiegspreis ein wenig gemildert und man kann eben also schon mal sehen, was so ein Material kann. Das Material CrownTek, was wir jetzt neu rausgebracht haben, ist eben ein Material für definitive Kronen, Inlays, Onlays und Veneers. Sie können allerdings auch damit provisorische Kronen und Brücken herstellen und eben auch künstliche Zähne. Das Material momentan ist zugelassen nur für den ASIGA Max UV, der mit 385 Nanometer arbeitet. Wir arbeiten aber daran, dass er quasi für alle Geräte der Firma ASIGA mit 385 Nanometer zugelassen wird. Nebenbei arbeiten wir natürlich auch daran, dass wir weitere Drucker hinzuziehen. Und sobald das dann ist, wird das immer dementsprechend bekannt gegeben. Das heißt also, ob jetzt ein 405er Drucker jetzt dann demnächst damit in die Reihe dazukommt, das geben wir dann bekannt. Überragend ist unser Material einfach in Sachen Physik. Ist egal, wie man sich das dreht und wendet. Also eine Biegefestigkeit von 140 Megapascal, das ist, um es mit den Worten von Professor Mill von der Universität Zürich zu sagen, schon mal ein Wort. Und da versuchen bisher alle anderen irgendwie ranzukommen. Hier habe ich mal so eine kleine Übersicht. Da ist das, sagen wir so, das Mitbewerbermaterial für das Saremco CrownTek ist quasi das Vaseus Crown Plus von der Firma Bego. Und auch da kann man den technischen Datenblatt entnehmen, dass sie eine Biegefestigkeit von 116 Megapascal angeben und gegen unsere 140, die teilweise doch deutlich drüber liegt, ist das einfach doch ein Zeichen dafür, dass die Physik bei uns deutlich besser ist. Ich möchte jetzt so ein bisschen mal ins Eingemachte gehen, dass Sie mal ein Video sehen, wie mit unserem Material zu arbeiten ist. Das heißt, man sieht hier ein ASIGA Max UV in der Arbeit und der Druck ist jetzt gerade beendet und ich starte mal das Video und man sieht, dass der Stempel sauber gemacht wird und was wir auch also absolut gut finden an dem ASIGA, das ist das durchdachte Handling. Es ist sehr einfach, das Gerät zu reinigen. Wir können den Stempel quasi mit einer Hand eben die Schraube lösen und
wenn der Stempel jetzt gleich umgedreht wird, dann sieht man auch die gedruckten Restaurationen. Wir haben da eine 14er Brücke gedruckt, wir haben eine viergliedrige Brücke gedruckt und eine Einzelkrone. Und zum eigentlichen Druckprozess und so, denke ich, brauche ich gar nicht viel sagen. Also wir arbeiten mit einer Drucktemperatur bei 35 Grad. Und das Ergebnis, also das Gerät, also gerade der Asiga Max V, der funktioniert einfach. Der arbeitet sehr problemlos und wir haben eigentlich damit die absolut besten Erfahrungen gemacht. Dass ein Druck mal nicht klappt, das ist absolut die Ausnahme. Es gibt allerdings ein paar Tricks und Kniffe, die man da beachten sollte. Das sieht man gut in dem nächsten Video. Wenn Sie sich das mal jetzt genau angucken, dann sehen Sie, wenn jetzt die Sachen da abgeschoben werden da von der Druckplattform, dass wir um die Restauration quasi so ein Quadrat gesetzt haben. Das ist die sogenannte Bounding Box. Die können Sie im Composer-Programm mit aufrufen. Da wird also wir nehmen für gewöhnlich als Baseplate ungefähr eine Dicke von 300 μ an. Das ist nicht allzu viel. Sie haben aber mit dieser Bounding Box eigentlich immer eine sehr gute Sicherheit, dass das Ganze gut funktioniert. Wichtig dabei ist noch, dass die Supports quasi in diese Box mit integriert werden. Das bedeutet, das macht man über die Funktion Intersection. Und dann habe ich eigentlich eine sehr gute Sicherheit, dass meine Restauration quasi sich nicht irgendwie vom Stempel ablöst. Und wie soll man sagen, das zusätzliche Material, was ich da mit ausdrucke für diese Box, das hält sich absolut in Grenzen. Beim nächsten Video sieht man quasi, wie wir die Sachen sauber machen. Das unterscheidet uns doch krass vom Mitbewerb. Man sieht eben, dass die Materialien per Hand sauber gemacht werden. Wir benutzen dazu einen Microbrush. Das sind so diese typischen Pinsel, die man in der Dentalbranche oder beim Zahnarzt dafür nimmt, dass man ein Bonding aufträgt. Und mit dieser Methode haben wir eigentlich beste Erfahrung gemacht. Es ist nicht, wie soll ich sagen, viel anders als beim Reinigen, wenn Sie ein Ultraschallbad oder sowas nehmen. Sie haben hier aber eine wesentlich bessere Kontrolle, dass alles vernünftig gereinigt ist. Und von einem zeitlichen Aufwand her kann man sagen, bleibt sich das komplett gleich, weil Sie müssen rechnen, ich habe einmal 2 Minuten Ultraschallbad und dann nochmal 3 Minuten Ultraschallbad hinterher. Und warum wir eigentlich gegen diese Ultraschallbäder sind, das kann man gut im nächsten Bild sehen. Das ist so, dass da auf Malern ein weißer Belag sichtbar wird. Und diese Frage haben wir gerade in der Anfangszeit sehr häufig bekommen. Was hat es denn mit diesem weißen Belag auf sich? Und wie soll man sagen, ein Geheimnis, warum halt das Material so eine außerordentliche Physik hat, ist einfach, dass wir mit Füllstoffen arbeiten. Und dieser weiße Belag ist letztendlich nichts anderes, was man halt da sieht. Das ist der Füllstoff, den wir halt in dem Material verwenden. Sie können also wenn Sie jetzt hingehen und mit einem, sagen wir mal, mit einem kleinen Polierer darüber gehen, dann verschwindet dieser Belag sofort. Nur das sehen Sie halt nur, wenn Sie halt mit einem Reinigungsbad arbeiten. Und im nächsten Schritt sieht man quasi, das ist eine Krone, die war, ich glaube, jetzt 3 Monate im Mund des Patienten, und als die dann rausgenommen wurde, konnte man auch mal sehen, da sind ja so komische Krakelierungsrisse, was ist denn da los? Und dann hatte sich erst im Nachhinein herausgestellt, der Zahnarzt hatte einfach diese Krone zu lange im Reinigungsbad gelassen und dann taucht sowas auf. Das heißt also, hier sollte man schon, wenn man das schon macht, was wir nicht empfehlen und was auch nicht bei uns in der Gebrauchsinformation steht, dann sollte man eben schon hingehen und die Krone dementsprechend also nur kurz reinigen. Ich muss noch was sagen zu der Befestigung von Restauration aus Crown-Tec. Getestet wurde es mit Variolink und mit Anavia, 2 absolute Standardzemente in der Dentalbranche, und wir haben sich damit eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht, dass wir haben nicht einmal in irgendeiner Form gehört, dass sich da ein Debonding oder sowas eingestellt hätte. Wichtig ist natürlich die Präparationstechnik seitens des Zahnarztes. Er sollte dann schon irgendwie so eine schräge Präparation anwenden, und es ist auch sehr hilfreich, wenn halt vorher das Material eben angeraut wird, das heißt die Innenseite der Restauration, da wo es dann nachher quasi
mit der Zahnsubstanz dann in Berührung kommt, dass das eben angeraut wird. Wir empfehlen da einfach Korund, ein Feinkorund 90 bis 150 ml. Wenn Sie dennoch Probleme haben und dennoch Schwierigkeiten denken, dann kann man immer noch mit Unterschnitten arbeiten. Das heißt, Sie können in die Restauration innenseitig irgendwie einen Unterschnitt einbauen und dann haben Sie dadurch auch noch eine zusätzliche Sicherheit, ist aber eigentlich nicht nötig. Jetzt reden wir noch ein bisschen über die Zukunft. Da haben wir hier ein neues Material, was demnächst auf den Markt kommen wird. Das Material heißt DentureTech. Es ist für Prothesenbasen ausgelegt, also auch oder speziell wahrscheinlich in der ersten Zeit für Interimsprothesen, weil die Leute das Material vermutlich noch nicht kennen und dann denken, ja, wir probieren das erstmal aus. Das Problem bei so einem Material ist, dass man hingeht und versucht, das Unmögliche wahrzumachen. Das heißt also, ich möchte eine sehr hohe Biegefestigkeit haben bei einem gleichzeitigen niedrigen E-Modul. E-Modul bedeutet, dass ich eine verhältnismäßig, wie soll man sagen, hohe Elastizität habe. Ein niedriges E-Modul steht eben für eine hohe Elastizität, während ein hohes E-Modul, was man zum Beispiel bei Keramiken und so findet, immer eher für ein sprödes Material DentureTech stellt die ideale Ergänzung zum CrownTech dar und eben dadurch, dass ich eben aus dem Material künstliche Zähne mache. Auch dieses Material ist zugelassen bisher für den Asiga Max V. Auch hier arbeiten wir daran, dass es eben für weitere Sachen zugelassen ist. Ich mache mal hier haben ein Video, das ist typisch für Entwickler. Die stellen Sachen her und danach versuchen sie, die kaputt zu machen. Und hier kann man mal sehen, da hatten die Leute richtig Spaß dran. Ne? Die haben einfach dann eben diese Prothesenbasen eben runterfallen lassen auf alle möglichen Arten und Weisen. Ne? Also da konnten die gar nicht genug von kriegen, weil das ist ja auch letztendlich so eine Art Stresstest für diese Prothesenbasen, dass man eben sehen kann, dass das Material gut funktioniert. Und dann haben sie gesagt, ja, ach, das war ja ein Teppichboden, der ist viel zu arm, da müssen wir ein bisschen Steinboden oder sowas nehmen. Und da haben sie diesen Test gemacht, der auch wieder das Material runterfallen lassen und also die Prothese ist dann, die kriegen sie einfach nicht so ohne weiteres kaputt. Da müssen sie schon was tun, weil eben diese Mischung aus Elastizität und Biegefestigkeit, das ist uns da eigentlich ganz gut gelungen. So. Ja, und so als Anwendungsbeispiel habe ich mal hier diese Fotos oder das Video hier mitgebracht. Da kann man halt sehen, das ist also einmal das DentureTech in Verbindung eben mit CrownTech zusammen. Ne? Und Sie können damit also wirklich sehr, sehr ansprechende Vollprothesen herstellen. Deswegen glauben wir, ne, dass diese Kombination eben aus CrownTech und DentureTech ein Game Changer sein kann. Hier habe ich mal so ein Foto mitgebracht. Also wenn Sie mal hier das nächste Foto sich angucken, hier sieht man eben einen Zahnkranz, der ausgedruckt worden ist mit der entsprechenden Prothesenbasis und die Dinger, die passen, also die beiden Sachen passen absolut exakt übereinander und man muss es dann einfach nur nach oben einmal zusammenkleben und schon fertig ist eine komplette Vollprothese. Eben und damit haben wir eigentlich das, was wir damals mal wirklich machen wollten, unser Ziel, dass wir eine Vollprothese eben aus dem 3D-Drucker holen wollen, erreicht. Und ich denke, das wird auf jeden Fall im Bereich der Zahntechnik ein sehr wirtschaftliches Unterfangen sein, dass man eben sagen muss, ja, also das ist vom Preis her ist das fast ja, also nicht zu toppen. Wir haben heute mal 4 Prothesen gedruckt. Der Asiga ist so gut, dass der eben direkt dann auch den Materialpreis berechnet. Und die lagen dann, also die Prothesenbasen, die lagen bei umgerechnet etwa so 5, 6 Euro, sowas in dem Bereich. Natürlich arbeiten wir jetzt auch an der Zulassung der dreigliedrigen Brücke im Seitenzahnbereich. Da hoffen wir, dass da demnächst was geht. Es ist, wie soll ich sagen, also wir sind schon der Meinung, dass wir da die Voraussetzungen dafür erfüllen. Aber momentan ist, wie soll man sagen, oder das Nadelöhr sind die benannten Stellen, die solche Sachen zulassen müssen. Und ja, da sind wir gerade quasi in der Verhandlung. Als Ausblick noch, demnächst soll es ein Aligner-Material von uns geben. Ja. Eigentlich wollten wir uns mit diesem Thema nicht beschäftigen, wurden aber mehr oder weniger vom Markt dazu gedrängt, weil die einfach gesagt haben, also das, was es momentan auf dem Markt gibt, ist entweder nicht vernünftig, das heißt, es bricht nach spätestens
ein, 2 Monaten wirklich dann durch im Mund des Patienten. Das heißt, die Elastizität ist nicht vernünftig und zum anderen ist halt die Materialien, die dann über eine gewisse Elastizität verfügen, haben dann aber nicht die Kraft, um die Zähne tatsächlich dann auch zu bewegen, weil aufgrund des thermoelastischen Effekts diese Materialien im Mund des Patienten weich werden und dann nicht mehr die gewünschte Wirkung haben.